ありったけの夢をかき集め探し物を Hi Leute, Martin hier und willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. Heute geht es um das im vorletzten Video angekündigte Thema Medaillen. Wir beginnen mal mit den grundsätzlichen Basics, um überhaupt an Medaillen zu kommen. Hierzu betätigen wir mal die Daily-Taste und weiter auf Upgrade Medal. Dann steigen wir über Craft ein und kommen zu unseren Charakterfragmenten. Ohne diese Charakterfragmente können wir keine Medaillen craften. Wir nutzen das jetzige Special Event und greifen uns gleich mal die neuen Mochi Mochi Medaillen mit Katakuri oder Monteor Medal, aber wir werden uns für Katakuri entscheiden. Denn für meinen Geschmack ist sein Trade besser anwendbar. Ich möchte euch gleich sagen, dass man diese pinken Medaillen von den goldenen unterscheiden muss. Denn sie sind nur für den Zeitraum eines Special Events verfügbar und wenn ihr sie in diesem Zeitraum nicht generiert, werdet ihr sie nachher nicht mehr bekommen können. Für das heutige Medal Tutorial werden wir die Katakuri Medaille verwenden, um zu sehen, wie craftet man eine Medaille, wie upgradet man eine Medaille und wie transfer tradet man sie. Das Craften an sich ist eigentlich recht simpel. Ihr drückt auf Craft, wählt die gewünschte Anzahl an Medaillen, die ihr gecraftet haben wollen, aus, bestätigt, Craft, achtet aber darauf, dass ihr genug Berry habt, denn jede gecraftete Medaille kostet euch 1000 Berry. Und das war's auch schon mit dem ersten Schritt. Nun sind wir im Besitz von 10 Katakuri Mochi Mochi Medaillen. Weiter geht's zu Step 2 Upgrade. Hierzu einfach auf Upgrade, dann rüber auf Event. Da ist ein Unterschied zwischen General und Event Medaillen. In diesem Fall, da es die pinken Medaillen sind, müssen wir auf Event gehen. Dann schnappt ihr euch einfach die Medaille, zieht sie in den freien Slot, Upgrade, zack, Nummer 1 erledigt. Ihr könnt 2 Medaillen gleichzeitig upgraden, was ich euch sehr empfehlen würde. Was hat es nun mit diesem Upgrades auf sich? Wenn ich eine Medaille crafte, kommt sie raus und hat einen Wert von 0. Mit jedem Upgrade, das ich durchführe, kann ich zwischen 1 und 3 Sterne generieren. Es gibt Special Event Missionen, in denen ihr diese speziellen Medaillen auf 9 Sterne upgraden müsst. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann etwas später. Aber der erste Schritt ist es, jede Medaille bis auf Extra Trade 3 zu upgraden. Für das Upgrade selbst haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können einfach die Uhr runterlaufen lassen, was ich hier bei 12 Stunden aber ziemlich in die Länge ziehen kann. Oder wenn ihr genug Hämmer gesammelt habt, könnt ihr diese verwenden, um ein Instant Upgrade zu verwenden. Grundsätzlich empfehle ich euch aber, die Zeit so zu wählen, als Beispiel für 12 Stunden, die Medaille gebe ich am Abend, bevor ich ins Bett gehe, in den Upgrade-Slot auf Trade 3 und wenn ich aufwache, sind die 12 Stunden rum, hoffentlich. Und ich kann mit dem nächsten Schritt weitermachen, die nächste Medaille reinlegen, die in der ersten Stufe 4 Stunden benötigt. Weiters, wie vorher schon einmal kurz besprochen, kann jedes Upgrade ein 1 bis 3 Sterne Upgrade bringen, pro Extra Trade. Man muss aber wissen, dass in dem Extra Trade 1 maximal ein 2-Sternwert erreicht werden kann. Ab dem Extra Trade 2 ist die Möglichkeit und Chance da, einen 3-Sterne-Treffer zu landen, was mir bis jetzt aber noch nicht gelungen ist. Alle 3 Sterne-Werte habe ich bis jetzt mit Extra Trade 3 erreicht. Ich werde natürlich auch gleich die Möglichkeit nutzen, um die Special Events abzuschließen, in denen es darum geht, Medals zu craften aus dem Special Event, Medals abzugraden aus dem Special Event und die Transfer Trades im Anschluss auch durchzuführen. Ich habe mir praktischerweise auch in letzter Zeit genug Hämmer generiert, um jetzt die Instant Upgrades durchzuführen, denn ansonsten würde es ewig dauern, 8 Medaillen mit der Zeit zu craften. Wir drücken jetzt auch einmal ein bisschen auf die Tube und spulen hier vor. Und fertig sind die 8 geupgradeten Katakuri Medaillen. Wir haben Stufe 1 Craft und Stufe 2 Upgrade erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht's weiter zum Transfer Trade. Hierzu klicken wir in weiterer Folge einfach auf den Button Transfer Trade. Dann wählen wir uns eine der gecrafteten und abgegradeten Medaillen aus. Am besten wählen wir eine, die mindestens einen 3-Stern Extra Trade hat oder vielleicht sogar mit viel Glück 2 3 Sterne Extra Trades.
Wir nehmen mal die Grundmedaille mit 3 Sternen. Für mich war es am Anfang etwas undurchsichtig und ich konnte nicht ganz verstehen, was es mit diesen Medaillenwerten auf sich hat. Doch es ist im Grunde wirklich simpel. Man muss sich einfach nur an den fix vorgegebenen Zahlen orientieren, die die Medaille aufweist. Daraus entsteht dann einfach alles weitere. Jetzt schnappen wir uns einmal die erste mit einem 3-Sterne-Wert und ziehen sie in den Slot. Dann überprüfen wir die Extra Trade Slots und ja, wir wollen unbedingt den 3-Sterne-Wert erhalten und löschen in erster Instanz mal Extra Trade 1 mit nur 4,5 HP. Diesen Wert werden wir mit einer anderen Medaille überschreiben, die auch mindestens einen 3-Sterne-Wert hat. Und damit ist auch schon schnell erklärt, warum wir so viele Medaillen craften und upgraden müssen. Natürlich ist das nicht der einzige Weg, um eine 9-Sterne-Medaille zu erhalten, doch es ist grundsätzlich der einfachere. Im besten Fall erhaltet ihr einen 16% Boost, wie das Urmaterial der ersten Medaille schon verraten hat, und das zweitbeste Ergebnis sind die 14%. Jetzt ist genau das passiert, was euch auch nicht verwehrt bleiben wird. Wenn ihr Medaillen Transfer tradet, achtet darauf, dass ihr Diamanten in Reserve habt. Denn ihr habt nur eine 33,3%ige Chance, dass der höhere Wert beim ersten Mal wirklich angewandt wird. Wenn das nicht klappt, könnt ihr wie hier einfach mit einem Diamanten einen Retry machen. Mit viel Glück habt ihr es beim ersten Versuch auf die 3 Sterne ausgebessert. Und siehe da, wir hatten Glück, Gott sei Dank. Wenn das nicht sein sollte, könnt ihr mit jedem Versuch mehr, den ihr eine Retry machen wollt, plus einen Diamanten rechnen. Sprich, der 5. Versuch kostet euch 5 Diamanten. Aber es ist es wert, wenn ihr es mit der Zeit vergleicht, die ihr ablaufen lassen müsst, bis die Medaille fertig abgegradet ist, beziehungsweise mit den Hämmern, die jetzt nicht so locker zu generieren sind. Somit würde ich euch empfehlen, einfach immer die Diamanten einzusetzen. Wie wir vorhin auch gesehen hatten, hatte ich von 8 gecrafteten Medaillen nur 2, die einen 3-Sterne-Trade hatten. Wie kann ich jetzt trotzdem noch eine 9-Sterne-Medaille erreichen? Ganz einfach. Ihr springt einfach oben auf den rechten Reiter Items. Ihr habt im Zuge der League Challenge Battle und etc. die Möglichkeit, solche Medaillenfragmente zu gewinnen. Es gibt verschiedene, so wie jetzt haben wir eine Katakuri Medal. Wir wissen, er gehört zu den Big Mom Piraten und ist auch Mitglied der Charlotte Family. Somit die Totenkopfmedaillen, die hier aufleuchten, sind alle auf spezielle Familien geprägt, beziehungsweise spezielle Piratenbanden. Ich weiß, dass ich irgendwo schon mal ein Charlotte Family Medaillenfragment hatte und das werde ich jetzt anwenden, um meine Katakuri-Medaille auf 9 Sterne Transfer zu traden. Schnell mal durchsehen, wie wir hier sehen, das ist sie nicht. Passt auch auf, wenn ihr so ein Fragment sucht, dass ihr nicht das Falsche erwischt. Denn wenn ihr, so wie hier, Strohhutpiraten, dieses Fragment einbrennt auf den Transfer-Trade, nutzt euch diese Medaille in weiterer Folge nichts für spezielle Charaktere. Denn der Grundgedanke, den ich hier schon habe, ist, diese Medaille auf einen in der Charlotte Family anzuwenden. Und Annahme, ich würde jetzt einen Strohhut-Effekt auf die Charlotte-Medaille brennen, kann ich die Medaille zwar ausrüsten, der Charakter kann 2 der Slots nutzen, doch der dritte Trade, der nur bei Strohhüten aktiviert wird, ist komplett leer und somit nehme ich mir selbst einen Boost und Stärke von einem ausgewählten Charakter. Gut, ich habe die richtige Medaille ausgesucht und wie wir jetzt sehen, haben wir 3 verschiedene Chancen: HB, Attacke oder Defensive. Ich möchte, um einen Ausgleich auf der Medaille zu schaffen, auf die Attacke hinzielen. Und natürlich nicht beim ersten Versuch. Aber was wissen wir von vorher? Wir haben die Möglichkeit eines Retries. Das nutzen wir wieder. Wir investieren einen Diamanten und versuchen es gleich noch einmal. Und Daumen drücken. Ja, Glück gehabt. Und ich sage, ein Diamant ist es locker wert, einen erneuten Versuch zu starten, anstatt nochmal 3 Medaillen abzugraden und die ganze Zeit ablaufen zu lassen. Somit haben wir jetzt unsere Mochi Mochi Medaille auf 9 Sterne abgegradet. Für meinen Geschmack ist diese Medaille optimal gelungen, weil sie Defensive, Offensive und Health Points optimal ausgleicht. Und als Belohnung holen wir uns jetzt im Eventbereich die Items ab, die wir durch das Pushen dieser Medaille generiert haben.
So Leute, das war's wieder für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert meinen Kanal. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Styria Bounty Rush. 個人的な嵐は誰